Ihr wollt also besser mit dem OKW werden? Dann bleibt am Start, denn ich habe mir die Mühe gemacht, die, naja, wahrscheinlich detaillierteste deutsche Guide auf YouTube für das OKW zu erstellen. Ich werde auf so gut wie jede Einheit eingehen und euch zum Schluss noch zeigen, wie ihr ein paar der Tipps in die Praxis umsetzen könnt. Also lasst uns anfangen und viel Spaß. Euer Startgebäude beim OKW ist das Kommandohauptquartier und dort habt ihr folgende Möglichkeiten. Ihr könnt den Sturmpioniertrupp bauen, Volksgrenadiere, den Kübelwagen und den Panzerabwehrraketenwerfer 43. Fangen wir an mit den Sturmpionieren. Von den Sturmpionieren habt ihr ganz am Anfang schon eine Einheit, wenn das Spiel losgeht. Und die sind ziemlich stark im Nahkampf, aber halten nicht so viel aus. Ihr habt auch folgende Möglichkeiten. Ihr könnt ihnen einmal ein Gefechtspaket geben oder ein Unterstützungspaket. Beim Gefechtspaket bekommt der Trupp eine Bazooka und kann gegen Fahrzeuge vorgehen. Und mit dem Unterstützungspaket bekommt der Trupp ein Minensuchgerät und ihr könnt Minen entschärfen. Zudem könnt ihr das Stacheldraht durchschneiden, können Treibstoff bergen aus kaputten Fahrzeugen, könnt Fahrzeuge reparieren und wenn ihr hier unten im Veteranen 1 erreicht habt, dann können die auch noch Granaten schmeißen, die die gegnerische Truppe kurzzeitig lähmen. Des Weiteren könnt ihr noch medizinische Vorräte ablegen, das sind dann diese 3 Holzboxen hier und da könnt ihr euch heilen. Und ihr könnt mit den Pionieren natürlich Schützenminen legen und Stacheldraht ziehen. Für die Sturmpioniere ist es zum Beispiel möglich, eine Rekrutentruppe ohne große Probleme auseinanderzunehmen. Was man allerdings nicht mit ihnen machen sollte, ist gegnerische Nahkampfinfanterie angreifen. Ich habe hier als Beispiel die Stoßtruppen von den Russen, weil das geht dann nicht ganz so gut aus. Das verlieren die dann deutlich. Dann haben wir noch die Volksgrenadiere. Die Volksgrenadiere, das ist die ganz normale Infanterie vom OKW. Die sind ausgerüstet mit ganz normalen Gewehren, sind okay auf lange Distanz bis mittlere Distanz, halten ganz gut aus und können hier das Upgrade bekommen, Sturmgewehr 44 Paket für 60 Munition. Dann bekommt 2 Einheiten das Sturmgewehr und sind dadurch auch im Nahkampf und auf mittlere Distanz wesentlich effektiver. Das Update lohnt sich auf jeden Fall. Was können die noch? Die können noch Sandsäcke bauen. Ihr habt hier noch Brandbomben. Die Volksgrenadiere selbst können auch Treibstoff aus kaputten Fahrzeugen bergen und ihr habt eine Panzerfaust, die ihr abfeuern könnt und könnt damit Fahrzeuge beschädigen. Die Grenadiere schlagen sich auch ganz gut gegen russische Infanterie. Also wir sehen jetzt hier, wie sie sich im Verhältnis gegen einen ganz normalen Rekrutentrupp schlagen. Und da können sie durchaus mithalten. Wenn die Grenadiere jetzt das Upgrade haben, dann fällt das natürlich noch deutlicher aus. Also ab dem Moment können die Rekruteninfanteristen denen nichts mehr anhaben. Dann habt ihr noch den Kübelwagen. Der Kübelwagen ist das allererste Fahrzeug, was ihr reinholen könnt. Das ist aber nur ein Aufklärungsfahrzeug, hält wenig aus, macht aber ganz guten Schaden. Also mit dem Ding auf Distanz bleiben. Aber es kann Punkte einnehmen. Der Kübelwagen ist, wie ich bereits gesagt habe, auf Distanz ziemlich gut. Ne? Also man darf kein Wunderwerk erwarten, dass er die sofort tötet. Aber man sieht, die sind sogar out of range. Wenn wir jetzt ein bisschen näher ranfahren und weiter auf die schießen, also sie auch zurückschießen, würde der Kübelwagen immer noch gewinnen. Kritisch wird das Ganze nur, wenn man ganz, ganz nah ranfährt an die Gegner. Dann machen sie durchaus Schaden am Kübelwagen und es könnte sogar passieren, dass der dabei verloren geht. Das heißt für uns, den Kübelwagen immer auf Distanz behalten und den Gegner nur ein bisschen damit ärgern. Und die letzte Einheit, die ihr in eurem Kommandohauptquartier rekrutieren könnt, das ist der Panzerabwehr-Raketenwerfer 43. Den könnt ihr schon ganz am Anfang holen. Das ist definitiv ein Vorteil vom OKW, dass ihr schnell Sachen habt, um Panzer zu vernichten. Und sobald der Trupp hier Veteranstufe 1 erreicht, kann er sich hier tarnen. Wenn er aber getarnt ist, kann er sich nicht mehr bewegen. Für einen leichten Panzer T70 braucht der Raketenwerfer 3 Hits. Für einen mittleren Panzer T34 braucht der Raketenwerfer 4 Hits. Das heißt für uns, wenn wir 2 Stück davon haben, dann können wir den T70 mit 2 Salben erledigen und den T34 ebenfalls mit 2 Salben. Wenn ihr neue Einheiten rekrutieren wollt beim OKW oder Panzer bauen, dann müsst ihr in eine neue Kampfphase wechseln. Um das zu machen, gibt es bei eurem Kommandohauptquartier unten links die Möglichkeit, das Versorgungsfahrzeug anzufordern. Wenn ihr dann ein Versorgungsfahrzeug angefordert habt, das sieht so aus, dann könnt ihr hier unten entscheiden, zu was ihr es umbauen wollt. Am Anfang könnt ihr es entweder in das Kampfgruppenhauptquartier umwandeln oder in das Regimentshauptquartier, je nachdem, was ihr braucht. So sieht dann das Kampfgruppenhauptquartier aus, wenn ihr es fertig aufgebaut habt. Das könnt ihr einmal verbessern mit Feldsanitätern, die dann eure Einheiten automatisch heilen.
Dann könnt ihr daraus einen Rückzugspunkt machen, den ihr unten links noch aktivieren müsst. Wenn ihr das gemacht habt, dann ziehen sich eure Einheiten ab jetzt dorthin zurück und nicht mehr ganz komplett in eure Base. Und ihr könnt es einmal oder ihr müsst es einmal hier oben noch umwandeln. Dann stehen euch die nächsten beiden Einheiten zur Verfügung. Wenn ihr jetzt das Kampfgruppenhauptquartier oder das mechanisierte Regimentshauptquartier aufgestellt habt, dann könnt ihr in eurem Kommandohauptquartier einen MG-Trupp ausbilden. Das ist dann dieser hier, der benutzt das MG34. Das ist relativ gleich zum MG42, nur ein bisschen schlechter. Es macht weniger Schaden als das MG42 und es dauert ein bisschen länger, bis die gegnerischen Einheiten unterdrückt sind. Im Kampfgruppenhauptquartier selbst habt ihr die Möglichkeit, ein Infanteriegeschütz zu bauen, das ist quasi euer Mörser. Dann habt ihr noch die Wahl, ein Infrarotsuchtlicht zu bauen, das gibt euch ein bisschen Sicht. Und ein Halbkettenfahrzeug mit Flak. Das Infanteriegeschütz selbst hat eine der höchsten Reichweiten, was Mörser angeht im Spiel. Und als Fähigkeiten könnt ihr hier unten einmal Sperrfeuer anwählen und einmal die Nebelbarriere. Euer Infanteriegeschütz hat eine sehr hohe Reichweite, womit ihr sehr gut die britischen Stellungen unter Beschuss nehmen könnt. Weil wenn seine Fähigkeit, gerade sein Granatensperrfeuer, nicht da ist, dann kann er maximal bis hierhin schießen. Das heißt, er trifft euren Mörser gar nicht. Das ist das Infrarotfahrzeug und das dient hauptsächlich dazu, euch Sicht zu geben. Und es hat noch zwei Fähigkeiten. Einmal den Ortungsmodus, wo ihr getarnte Einheiten entdecken könnt. Und die Stuckeraufklärung, damit könnt ihr dann ein Flugzeug losschicken. Wenn man nämlich jetzt den Scheinwerfer aktiviert, dann fängt er an zu suchen und wir haben auf einmal den ganzen Bereich hier unten, haben wir Vision. Wir können ihn auch wieder ausschalten und wir könnten zum Beispiel jetzt das Flugzeug losschicken. Es kommt dann von hier unten angeflogen und gibt uns auch nochmal Vision. Als letztes bleibt noch das Flak-Halbkettenfahrzeug, was hervorragend gegen Flugzeuge und Infanterie geeignet ist. Des Weiteren habt ihr hier auch Fähigkeiten. Ihr könnt einmal sagen, Flugzeuge bevorzugen, dann schießt es nur auf Flugzeuge. Ihr könnt die Handbremse festziehen, damit es sich nicht mehr bewegt. Und ihr habt hier die Nebelwand, falls es mal Probleme gibt. Gegen Infanterie ist das Fahrzeug sehr gut, also man sieht auch, die werden direkt runtergepinnt und der Schaden ist okay. Die Einheiten werden dann auch relativ schnell festgenagelt, aber es ist nicht so die Tötungsmaschine, ne? Echt nicht. Den Spähwagen kann man natürlich auch mit dem Flakfahrzeug zerstören, da ist der Damage hervorragend gegen. Das sind ungefähr 3 Salven. Wenn es dann darum geht, den T70 zu zerstören, das wird schon schwerer. Also es ist durchaus machbar, aber im puren 1 gegen 1 würde das Flakfahrzeug immer verlieren. Wenn die Schüsse von der Seite kommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich deutlich höher, dass die Treffer die Panzerung durchschlagen. Und das sieht man auch, dass das dann doch gut Damage macht. Im Regimentshauptquartier habt ihr die Möglichkeit, einen leichten Panzer Lux zu bauen, einen Puma oder die Stuka zu Fuß. Der Puma wird dazu benutzt, die gegnerischen Fahrzeuge zu countern und hat hier auch die Fähigkeit Nebelwand. Des Weiteren ist es so, dass wenn der Puma Veteranstufe 1 erreicht, er einen gezielten Schuss absetzen kann, der kurzzeitig die gegnerische Besatzung des Fahrzeuges außer Gefecht setzt, also es wird kurzzeitig gelähmt, kann sich nicht bewegen und nicht schießen. Wenn ihr leichte Fahrzeuge zerstören wollt, dann holt ihr euch den Puma und gegen Infanterie ist natürlich der Lux besser, weil der Puma macht so gut wie nichts gegen Infanterie. Und der Puma gewinnt hier auch sehr deutlich. Während der Puma gut gegen Fahrzeuge ist, ist der Lux euer Go-To gegen Infanterie. Und auch er hat Fähigkeiten. Ihr habt hier unten einmal Tarnerkennung, dann habt ihr Unterdrückungsfeuer, wofür ihr aber Veteranenstufe 5 benötigt und das kommt wirklich nicht so oft vor. Dann könnte nämlich der Lux unterdrücken und ihr könnt den Lux hier tarnen. Und während er getarnt ist, kann er auch fahren. Dafür braucht ihr aber Veteranenstufe 1. Der Lux ist sehr gut gegen Infanterie, also der haut da ordentlich Schaden raus. Aber am besten ist natürlich, wenn ihr ihn trotzdem ein bisschen auf Distanz haltet, damit ihr nicht die Panzerabwehrgranaten von der Infanterie ins Gesicht bekommt. Aber wie schlägt der Lux sich jetzt gegen einen T70? Miserabel. Und sobald der T70 nämlich anfängt zurückzuschießen, sieht man, dass der Lux keine Chance hat. Als letztes Fahrzeug aus dem Regimentshauptquartier haben wir noch die Stuka zu Fuß. Damit könnt ihr ganz normal Artillerie schießen in einer Linienform. Und später auch, wenn ihr Veteran 1 bekommt, könnt ihr Brandgeschosse verschießen, die dann hervorragend gegen Gebäude geeignet sind. Die Stuka zu Fuß hat die Feuerwalzenfähigkeit, die als Linie geschossen wird. Und ich wähle jetzt mal hier diesen Bereich. Und dann seht ihr, wie viel Schaden das den verschiedenen Einheiten macht. Das sind 6 Raketen, die da gleich runterkommen. Bup, 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 bup. Infanterie, da ist egal, was da steht, ob das jetzt Stoßtruppen sind oder Rekruten, die kriegen alle Tons of Damage. Genauso wie hier das Spähfahrzeug, das könnt ihr damit fast one-shotten.
Panzer interessiert das gar nicht. Wenn das Fahrzeug Veteranenstufe 1 erreicht, dann könnt ihr Brandgeschosse verschießen. Und die sehen dann so aus. Der Einschlagsschaden ist deutlich niedriger, aber dafür, ja, wer hätte es gedacht, brennt jetzt der Boden. Das macht Schaden gegen Infanterie, das macht Schaden gegen den Spähwagen, aber Panzer, Wogegen die Brandgeschosse auch noch hervorragend sind, ist hier Britenstellung, weil die dadurch so gut wie wegschmelzen, wenn es richtig trifft. Wenn ihr entweder das Kampfgruppenhauptquartier oder das mechanisierte Regimentshauptquartier auf dem Feld habt, dann könnt ihr eurem Versorgungsfahrzeug sagen, dass es sich in ein Hauptquartier der schweren Panzer umwandeln soll. Wenn das Hauptquartier der schweren Panzer dann fertig ist, habt ihr hier die Möglichkeit, Panzer zu autorisieren. Das schaltet dann frei, dass ihr hier die Panzer bauen könnt. Und die Flak wird bemannt und ab jetzt kann sie sich auch wehren. Im Hauptquartier selbst habt ihr die Möglichkeit, Obersoldaten auszubilden oder einen Jagdpanzer anzufordern, einen Panzer IV oder den berüchtigten Panther. Die Obersoldaten sind eine unheimlich starke Kampfinfanterie vom OKW und können zusätzlich mit dem leichten Maschinengewehr MG34 ausgerüstet werden. Und sind sogar dazu in der Lage, während der Bewegung damit zu schießen. Des Weiteren haben sie noch die Fähigkeit geballte Ladung, sie können Sprengfeuer an Eroberungspunkten platzieren und später, wenn sie Veteran sind, können sie Einheiten unterdrücken und Blend- und Rauchgranaten schmeißen. Obersoldaten mit Upgrade sind natürlich absolute Monster. Man sieht das hier mal im Vergleich, wenn man das auch vorhin mit den Grenadieren vergleicht. Also die Rekruten haben gar keine Chance. Und selbst Truppen wie Stoßtruppen haben es definitiv schwerer. Was auch unheimlich stark ist von den Obersoldaten, sind die Granaten. Die können nämlich einen ganzen Trupp töten mit ein bisschen Glück. Und gerade wenn man zum Beispiel auch Stoßtruppen damit erwischt, dann wird das ein ziemlich eindeutiger Kampf werden. Was man auch machen kann, wenn man Obersoldaten hat und die schon Veteranenstufe 1 sind, wenn man hier so eine große Gruppe sieht, auch wenn die einen zum Beispiel engagen, man sieht ja, die würden das verlieren, kann man hier erst den Nebel schmeißen, weil das nimmt ihnen die Sicht und sie kriegen dadurch Schaden. Wenn er jetzt nach vorne rennen würde, werden die automatisch verlangsamt und in der Zeit kann man noch eine Granate in den Nebel schmeißen, um den ganzen Trupp zu vernichten. Und da wegzukommen ist so gut wie unmöglich. Also eine fette Kombo. Der Jagdpanzer hat eine hohe Reichweite und eignet sich sehr gut dazu, gegnerische Panzer unter Beschuss zu nehmen. Der Hetzer hat eine unheimlich hohe Reichweite, also man sieht, der T-34 kann nicht zurückschießen, maximal die SU, und der Hetzer selbst braucht 4 Schüsse, um das Ding zu vernichten. Der Panzer IV ist euer Allrounder-Panzer, der ist gut gegen Infanterie, gut gegen Fahrzeuge und mit dem Upgrade hier oben könnt ihr ihm noch einen MG42 montieren, wodurch er nochmal besser gegen Infanterie wird. Der Panzer IV schlägt sich sehr gut gegen Infanterie, das sieht man auch, weil er einfach das MG42 oben drauf hat und die Hauptkanone macht auch guten Schaden gegen Infanterie, gerade wenn viele Einheiten dastehen. Im direkten Vergleich Panzer IV gegen T-34 ist der Panzer IV auch überlegen. Der braucht 2 Hits, 3 Hits, 4 Hits und steht trotzdem noch mit der Hälfte an Leben da. Zum Schluss habt ihr noch den Panther-Panzer und da habt ihr hier auch die Möglichkeit, ihm einen MG42 zu geben. Der ist nur so semi-gut gegen Infanterie, aber dafür hervorragend gepanzert und sehr stark gegen Fahrzeuge. Der Panther ist ein schwerer Panzer und schlägt sich hervorragend gegen andere Fahrzeuge. Also man sieht hier, wenn ein Panther im 1 gegen 1 gegen den T-34 antritt, der T-34 hat gar keine Chance. Wenn ihr jetzt alle Fahrzeuge auf dem Feld habt, also eure 3 Quartiere, dann schaltet sich die Option automatisch frei, dass ihr einen Königstiger anfordern könnt, der relativ teuer ist. Und das schicke Ding sieht dann so aus. Der ist, ja was soll man sagen, gegen alles gut. Wirklich gegen alles. Unglaublich stark gepanzert, gut gegen Infanterie, gut gegen Fahrzeuge. Und auch hier könnt ihr ihm eine Lafette montieren, damit er einfach noch krasser wird. Zum Schluss haben wir dann noch den schwersten Panzer, den man bauen kann als OKW, und zwar den Königstiger. Und weil er locker einen T-34 zerstört, dachte ich mir, okay, nehmen wir mal ein bisschen stärkere Gegner. Deswegen kämpft er hier gegen einen Pershing und man sieht auch hier, dass der Pershing definitiv unterlegen ist. Also der Königstiger kann alles im 1 gegen 1 vernichten. Und dass er gegen Infanterie gut ist, ich glaube, das muss ich euch nicht zeigen. Das werdet ihr mir einfach glauben müssen. Einen kleinen Kratzer hat er bekommen, während der Pershing komplett ausbrennt. Was die Commander angeht, benutze ich eigentlich immer 3 Stück, die ich standardmäßig drin habe, die ich euch auch empfehlen würde. Das ist einmal die Befestigungsanlagendoktrin. Die könnt ihr benutzen, wenn zum Beispiel ein Brit euch das Leben sehr schwer macht. Da geht es primär um die letzten beiden Fähigkeiten. Einfach ein großes Artilleriegeschütz und die Artillerie aufs Ziel. Damit könnt ihr, wenn es mit der Stuka nicht klappt, definitiv jede Britenstellung zerlegen.
Als nächstes nehme ich gerne die Elite-Panzerdoktrin mit. Da habt ihr das Kettenfahrzeug 221. Das ist ein bisschen, ja, wie ein etwas abgeschwächterer Puma. Und damit könnt ihr auch einen Brenn zerstören mit ein bisschen Glück. Des Weiteren habt ihr die Notfallreparaturen, die sehr praktisch sind. Ihr habt den Panzerkommandanten. Da nehme ich noch sehr gerne die Elite-Panzerdoktrin mit. Da habt ihr ein Kettenfahrzeug 221. Das ist wie ein abgeschwächterer Puma. Damit könnt ihr auch im Early Game Brenns zerstören. Dann die Notfallreparatur ist sehr praktisch. Der Panzerkommandant, den könnt ihr anstatt des MG42 oben auf euren Panzer draufsetzen, wodurch ihr eine höhere Sichtweite habt und ihr könnt auch Artillerie setzen. Dann habt ihr noch die Heat, hochexplosiv, Hochladungsgeschosse, die dann mehr Schaden machen, eure Schüsse, und den Sturmtiger, falls der Gegner mal dazu kommt, viel Infanterie zu bloppen, dann macht er damit kurzen Prozess. Auch hervorragend gegen Britenstellung. Und als letztes habe ich noch die Durchbruchdoktrin, da sind die Panzerfüsiliere drin, die könnt ihr entweder mit G43 ausrüsten, dann sind sie gut gegen Infanterie, oder mit 2 Panzerfäusten. Ihr habt Durchbruchtaktik, den Sturmoffizier, ihr habt auch hier die Angriffsartillerie, die hervorragend ist, um große Sektoren einzunehmen, und den Jagdtiger. Die Theorie ist vorbei, jetzt kommt die Praxis. Wir bauen direkt einen Volksgrenadiertrupp und fangen an, das Gebiet einzunehmen. Und den Volksgrenadiertrupp schicke ich hier oben direkt zum Benzin, weil Benzin ist für das OKW überlebenswichtig. Direkt den zweiten Trupp hinterher. Die Pioniere schicken wir direkt in die Mitte und nehmen den Siegmarkenpunkt ein, sodass wir hier relativ breit gefächert sind. Nachdem wir die Siegmarke dann eingenommen haben, schieben wir die Pioniere nach oben, damit, falls der hier irgendwie ein MG oder sowas gebaut hat, wir das dann mit den Pionieren flanken können. Und wir bauen einen Kübelwagen und nutzen den jetzt, um unten zu gucken. Wobei ich gerade sehe, in der Mitte sind die ersten Truppen von ihm. Und die können wir dann natürlich direkt unter Beschuss nehmen. Seine Einheiten stehen in roter Cover und er versucht jetzt zu pushen, den Kübelwagen zu pushen. Und hat auch eine Granate draufgeschmissen, aber das ist gar nicht so schlimm, weil wir haben ja die Pioniere haben wir in der Nähe. Und werden den auch gleich reparieren. Aber wenn die abgeschossen werden, dann muss man dafür sorgen, dass die halt nicht mehr reparieren, weil während sie reparieren, sind sie sehr anfällig gegen jegliche Art von Beschuss. Der Kübelwagen ist mittlerweile auch wieder repariert und den schicken wir jetzt wieder, um aufzuklären. Hier ärgere ich mit dem Kübelwagen ein bisschen die Pioniere, die in roter Cover sind. Sind auch fast down. Dadurch, dass ich jetzt mein Regimentshauptquartier aufgebaut habe, kann ich jetzt das MG bauen. Er kommt in der Mitte mit Panzerabwehrgewehren, deswegen weiß ich, dass ich meinen Kübelwagen zurückziehen muss. Und die Pioniere machen kurz einen Prozess mit denen. Und wir stellen jetzt hier das MG auf. Wobei, wir können das MG sogar ins Haus schicken. Und der Rekrutentrupp ist tot. Also hier nochmal, wenn ihr in negative Cover geht gegen diese Pioniere und teilweise auch gegen den Kübelwagen, der schon 9 Kills hat, lasst das lieber. Das macht echt Aua. Meinen Pionieren gebe ich jetzt eine Panzerfaust. Er hatte nämlich ein Halbkettenfahrzeug gebaut. Und ich versuche das jetzt mit den Pionieren zu zerstören. Ich habe nur noch einen Pionier am Leben. Vielleicht kann er treffen. Nachladeanimation. Ui. Ja, das ist auf jeden Fall nachgeladen. Das habe ich ja gesehen. Jetzt muss er nur treffen. Komm. Sehr gut. Und zurück in die Base. Und während der jetzt in die Base rennt, wird hier unten mein Hauptquartier der schweren Panzer aufgebaut. Warum benutze ich das hier? Weil ich hier sehr viel abdecken kann. Ich kann den Siegmarkenpunkt zum Teil oder sogar ganz abdecken. Ich kann hier die beiden Punkte abdecken. Und es ist noch halbwegs geschützt, also gute Position. In der Mitte versucht er andauernd das MG zu pushen, aber er schafft es nicht. Er wollte wahrscheinlich einen Molotow draufschmeißen. Aber ist nicht. Oh, ein Flakfahrzeug. Aber dann kann ich euch mal die Fähigkeit hier zeigen. Und zwar die Bazooka, die kostet 25 Munition. Und das gegnerische Fahrzeug bekommt mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit immer einen Motorschaden. Also auch hier sehr praktisch. Und hier gleich mal ein Tipp für Flammenwerfer. Je niedriger eure Cover ist, desto weniger Schaden machen Flammenwerfer an euch. Das heißt, das Beste, was ihr gegen Flammenwerfer machen könnt, ist euch in rote Cover stellen. Er beschießt jetzt das MG mit einem Mörser, also ziehe ich das MG aus dem Haus. Und platziere das ein bisschen weiter oben. Hier so. So, dass es immer noch den Bereich abdeckt, aber er nicht unbedingt damit rechnet. Währenddessen baue ich jetzt in meiner Basis 2 ATs. Warum 2? Das haben wir ja festgestellt im vorherigen Teil des Videos. Kübelwagen, Action. Hier oben hat er ein MG. Oh, den muss ich zurückziehen. Und da kommt die Brandgranate drauf. Und jetzt kann das entweder zurückziehen oder, ja, die Einheiten sterben. Jetzt kommt er mit einem Panzer, aber wir haben unsere beiden Panzerabwehr. Die schicke ich jetzt natürlich dahin. Und hier die tue ich reinforcen, die Jungs. Und baue jetzt meinen Medic Truck, damit ich mal demnächst meine Einheiten heilen kann.
Oh, das war mies. Wir haben aber 2 ATs da. Und die Panzerfaust, um ihn zu verlangsamen. Und dadurch, dass er jetzt einen Motorschaden hat, können wir ihn einfach mit dem Panzerabwehr zerstören. Selbst wenn die da so ein bisschen sich hin und her drehen müssen. Unser Kübelwagen ist auch mittlerweile sogar Veteran 3 und der hat hier noch eine ganz coole Fähigkeit, und zwar Ortung. Dann sehe ich die gegnerische Infanterie, die in der Nähe ist, auf der Karte. Wir haben jetzt auch einen Panzer 4 mit absolut historisch akkuratem Skin und schicken den jetzt in die Mitte gegen das MG. Der macht natürlich schön Schaden, ne? Gut, und wir sehen ja, dass hier eine AT in der Mitte ist. Wenn ich jetzt A drücke und auf die AT, dann schießt der Panzer auf die AT und macht die komplett kaputt. Und hier sehen wir, dass was kommt. Das ist die Infanterieortung von dem Kübelwagen. Oh, jetzt müssen wir uns kurz zurückziehen. Hier kommt er mit Antipanzer. Und so kann man auch Panzer benutzen, indem man einfach immer ziemlich weit hinten steht, sodass er zumindest seine Sprengladung nicht dran schießen kann. Weil der Panzer macht genug Schaden, auch auf Distanz. Dass man die immer auf Reichweite hält, die Jungs. Gut, dann können wir jetzt das AT zerstören und kriegen dafür sogar noch ein paar Punkte. So, er hat hier auch einen Panzer um die Kurve, den hier. Aber wir wissen ja mittlerweile, dass der Panzer 4 stärker ist, also müssen wir uns da gar keine Sorgen machen. Jetzt tun wir den blocken. Klack. Und das war's für ihn. Man kann mit dem Kübelwagen, weil der so mobil ist, auch hervorragend MGs ärgern. Wenn man einfach dran vorbeifährt und anfängt, die Dinger zu zerschießen. Oh, ich habe nicht gesehen, dass da oben Piat-Dinge sind. Oh nein. Ja, schieß, komm. Ui. Also man sieht, der Panzer 4 hervorragend gegen Infanterie geeignet. Und trotzdem nicht schutzlos gegen Panzer. Währenddessen kümmert sich mein Panzer 4 um die Gardeschützen. Wenn er nicht einen, keine Ahnung was das war, den Drift des Jahrhunderts machen würde. Und der Kübelwagen kübelt fleißig vor sich hin. Ich werde mich übrigens für die Elite-Panzerdoktrin entscheiden in dem Spiel. Ich habe saulang jetzt ohne Commander gespielt, aber ich will die Heat-Geschütze haben. Weil ich merke, dass er viele Panzer hat und die Heat-Geschütze sind natürlich hervorragend, auch nochmal um Panzer zu erledigen. Ich lade das jetzt mal rein. Da habe ich den Trupp fast getötet mit einem Schuss. Na, ich sehe ihn jetzt gerade nicht. Da ist er. Boom. 2 Schüsse, ganze Trupp tot. Und auch hier, er weiß jetzt nicht genau, wohin mit dem Panzer. Und bumm, ein Treffer. Die ziehe ich zurück. Panzer block ich. Und der zweite. Prallt ab. Ungewöhnlich für Heat-Geschütze. Aber ich denke trotzdem, dass wir den Panzer hier zerstören können. Ui. Na, habe ich euch zu viel versprochen? Nee, habe ich nicht. Down. Ah, und die laufen gerade dran vorbei. Da können wir auch noch einen Schuss mitgeben. Ui. Da ist der Panzer 4 Veteran 3. Hier auch den Kübelwagen, der ist jetzt Veteran 4 schon. Den muss man immer auf Distanz benutzen. Deswegen, es gibt den Hotkey U. Damit kann man zurückfahren. Und immer wenn die irgendwie die Reichweite von dem Kübel kommen, ziehe ich den ein Stück weit zurück. Wenn er zu viel Damage hat, dann haue ich komplett damit ab. Hier werden wir jetzt gleich auch mal die Obersoldaten in Action sehen. Und zwar pushe ich gerade einen Trupp von dem Strafbataillon. Werft da jetzt eine Granate drauf. Die er nicht kommen sieht gerade. Jetzt hat er es, ja, viel zu spät. Und erledigt. Was ist eigentlich die größte Schwäche vom OKW? Ich würde sagen, die größte Schwäche ist, dass man am Anfang wirklich eingeschränkt ist in seiner Einheitenauswahl. Gerade hier in Bezug auf Mörser und MG. Also MGs selber bauen dauert ja ewig lange, bis man die raus hat. Und wenn die Gegner MGs bauen und die hervorragend positionieren, dann kann man da auch nicht so viel machen, bis man selber Mörser hat. Und das dauert halt. Also gegen OKW würde ich sagen, MGs Beste. So, wir können uns einen Sturmtiger holen und das machen wir auch. Weil ich einfach Bock auf das Ding habe. Die Pioniere haben mir die Fähigkeit Bergeoperationen. Das habe ich eben gemacht und habe dafür 5 Benzin bekommen. Ich kann kaputte Wracks wegspeisen. Und es hat mein Kübel zerstört, aber er hat gut gekämpft. Er hat hier eine SU gebaut, aber die werde ich ihm jetzt nehmen. Ich werde da hinschießen und von der Seite mit dem Panzer 4 flankieren. Bumm. Was ist ein großer Nachteil am Sturmtiger? Wenn man nachlädt, dann dauert das lange. Und wenn er während des Nachladevorgangs angegriffen wird, dann kann er sich auch nicht wirklich wehren, beziehungsweise er kann sich allgemein nicht wehren. Dafür ist die Animation schick. Boom. Boom.